Nobelpreis 2024 geht an Han Kang. Bonsoir und guten Abend. Han Kang ist die erste Südkoreanerin und die 18. Frau, die diese höchste literarische Würde erhält. Wir stellen Ihnen Autorin und Werk vor. Heute ist Welttag für psychische Gesundheit. Allein in Europa leben 9 Millionen Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren mit psychischen Störungen wie Angstzustände oder Depressionen. Wir blicken nach Frankreich und Kenia. Und wir zeigen, wie eine Exil-Palästinenserin in Madrid um den Erhalt des musikalischen Erbes ihres Volkes kämpft. Das Nobelkomitee in Stockholm hat mit seiner Entscheidung so manchen überrascht. Auch in Südkorea hat man nicht mit dem Sieg von Han Kang gerechnet. Die Website des führenden Buchhändlers dort ist vor lauter Anfragen kurzzeitig zusammengebrochen. In Europa ist die Autorin mit der leisen Stimme vor allem für ihre Novelle Die Vegetarierin bekannt, für die sie schon 2016 mit dem renommierten Booker-Preis ausgezeichnet wurde. Pauline Sachs stellt uns die neue Literatur-Nobelpreisträgerin vor. Mit ihr hatten die wenigsten gerechnet. Han Kang, eine der wichtigsten literarischen Stimmen Südkoreas. Ihre Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis gilt als Überraschung. Sie hat ein einzigartiges Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Körper und Seele, den Lebenden und den Toten. Ihr poetischer und experimenteller Stil macht sie zu einer Vorreiterin der zeitgenössischen Prosa. Han Kang wurde 1970 geboren, studierte koreanische Literatur, schrieb zunächst Gedichte und später Prosa. In ihren Werken setzt sie sich mit physischer und psychischer Gewalt auseinander, die ihre meist weiblichen Hauptfiguren in einer männerdominierten Gesellschaft und überleben. Ihr Werk ist ziemlich schwierig, ziemlich anspruchsvoll. Die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, sind das Intime, der Schmerz, auch Depressionen. Sie schreibt über Gefühle und Dinge, die ziemlich hart sind und versucht dabei, mit den Emotionen bis zum Äußersten zu gehen. Emotionen, verwoben mit historischen Ereignissen, die ganze Generationen traumatisieren, etwa die blutig niedergeschlagenen Studentenproteste 1980 in ihrer Heimatstadt Gwangju, mit denen sie sich im Roman Menschenwerk auseinandersetzt. Sie gehört zu den Schriftstellern und ist wohl eine der wichtigsten, die die jüngere Geschichte Koreas wiederentdecken. Es geht um wirklich dunkle Kapitel in der Geschichte des Landes, über die die koreanische Gesellschaft lange geschwiegen hat. Sie schreibt darüber und vermischt diese Ereignisse mit einer sehr intimen Beschreibung der Figur, die sich daran erinnert. Bis zum Ende der Präsidentschaft von Staatschefin Park 2017 stand Han deshalb auf einer schwarzen Liste regierungskritischer Kulturschaffender. Heute freuen sich die Südkoreaner mit ihr über den ersten Literaturnobelpreis für das Land. Während Han Kangs Konsekration fällt genau auf den Welttag für psychische Gesundheit.